Moin moin Freunde! Ich zeige euch hier, wie ihr mit einem Druiden als Steinewerfer in der Levelphase und auch im Endgame von Diablo 4 soliden Schaden raushauen könnt. Die ersten 3 Punkte gehen in die Grundfähigkeit Erdspieß, welchen wir wie folgt ausbauen. Der verbesserte Erdspieß, der uns die Chance ermöglicht, unseren Gegner für 5 Sekunden lang zu betäuben. Der wilde Erdspieß erzeugt im Gegenzug einen zweiten, wenn ein eingeschränkter Gegner getroffen wird. An dieser Stelle ist anzumerken, dass dieses Bild auf eben CC'te Gegner baut. Bei Bosskämpfen hingegen gibt es andere Vorteile für uns. Weiter geht es mit der Basisfähigkeit Erdrutsch. Wir packen einen Punkt in die Fähigkeit an sich und anschließend gehen wir weiter bis urtödlicher Erdrutsch. Hier wird der Gegner nach jedem 4. Treffer 3 Sekunden lang bewegungsunfähig gemacht. Durch Crowd Control oder Stun-Effekte erhalten wir sogenannte Terra-Partikel. Diese werden durch alle Effekte, die CCs oder Stuns verursachen, erzeugt und mit jedem Treffer von Erdrutsch aufgebraucht. Mit anderen Worten, 40% Crit-Schaden obendrauf. Bosse hingegen haben auch ohne CC permanent die Chance von 10% einen Terra-Partikel anzusammeln. Im Anschluss schenken wir unser Herz der Wildnis, um unsere maximale Geisteskraft um 3 zu erhöhen. Nun werden unsere wilden Impulse mit 3 Punkten gemaxt, um im Gegenzug zu 15% höheren Ressourcenkosten 30% mehr Schaden zu verursachen. Dann wird ein Punkt in die defensive Fähigkeit Ehedenes Bollwerk geskillt. Haltet diesen Skill nach Möglichkeit immer aufrecht, da einiges an Ausrüstung mit Barrieren synergiert. Danach werden erst einmal alle Punkte in Erdrutsch gepackt, um das Maximum dieser Fähigkeit rauszuholen. Als Pet-Skill greifen wir zu unseren Kletterranken. Neben einem schönen Dot, welcher betroffenen Gegner nach botanischer Manier benetzt, wird die Dauer um 1 Sekunde und unsere Crit-Chance um 20% bei benetzten Gegnern erhöht. Im nächsten Zweig kommen wir endlich zu unserem Lieblingsspielzeug, den Felsbrocken. Wir bauen diesen Skill aus, um damit auch ja den Gegner zu überrollen. Nicht nur die Crit-Chance erhöht sich jedes Mal, wenn der Felsbrocken Schaden verursacht um 3%, auch am Ende des Pfades werden Gegner um 30% verlangsamt und gelegentlich durch Überwältigen für 4 Sekunden betäubt. Bevor ihr jetzt all eure Punkte da hinein verlagert, solltet ihr im Auge behalten, wann ihr im letzten Talentzweig eure Ulti wählen könnt. Versteinern wird euren Schaden in einigen Situationen noch einmal dank des Stuns von 3 Sekunden, welcher unsere Skills sowieso schon bufft, mit 25% mehr Crit Damage stark anheben. Vor allem bei Bossen wird euch diese Ulti helfen, denn gegen eben diese werden die Effekte verdoppelt, nämlich auf 50% Crit Damage und 6 Sekunden Dauer. Viel Spaß und bis dann, meine Freunde!